Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Servus. Hallo. Oh, du bist aber heute richtig. Achso, nee, du hast den lilanen Pullover an, ne? Ich dachte, du bist gerade bei der Arbeit. Nein, 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 nein. CID-Tag, die Farbe muss schon stimmen. Das stimmt, das stimmt. Ich musste vorhin so lachen, als ich gesehen habe, hey, wir können heute mal den Partnerlook aus dem Weg gehen. Das ist gut. Peter, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Und du Ja, bist schubfrei. Ja, schubfrei auf jeden Fall. Schubfrei auf jeden Fall. Und jetzt sind wir schon zack beim Thema. Ihr Lieben, ihr kennt das Ganze. Oh, hallo, hallo, hallo. Hier kommen ganz viele Leute rein. Hallo, fühlt euch alle jetzt erstmal gegrüßt und zugewunken. Ihr kennt das Ganze mittlerweile von der chronischen Sprechstunde, die wir einmal im Monat machen. Es kommt auch noch eine, und zwar am Samstag. Wir streamen tatsächlich zweimal die Woche. Ist unglaublich. Freitag geht's um Fisteln, jawohl, da werden wir drüber sprechen. Das wird sehr, sehr interessant werden. Da habe ich auch schon ein paar Fragen zu bekommen. Heute machen wir aber mal so ein bisschen CED-Tag und reden einfach mal über CED an sich und versuchen einfach mal ein bisschen aufzuklären und versuchen mal ein bisschen über den Tellerrand der eigenen Bubble zu gucken. Und das Ganze wird hier wieder zu einer Podcast-Folge aufgenommen. Das heißt, am Ende hoffe ich, dass ich durch SEO und allem drum und dran es irgendwie hinkriege, dass außerhalb dieser CED-Bubble noch Menschen, die vielleicht eine Verstopfung haben, die vielleicht Blut im Stuhl haben oder was auch immer haben, dass die vielleicht irgendwie durch Zufall auf unsere Podcast-Folge hier stoßen. Wenn ihr Fragen habt, haut die hier in den Chat da rein. Ich gucke immer währenddessen rein. Bitte nie verwundern, dass ich nicht immer die ganze Zeit in die Kamera gucke, aber ich verfolge dann, was ihr in den Chat reinschreibt, ja? Und stelle dann quasi die Fragen weiter. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, heute geht es ja mehr auch wirklich darum, wie man in seiner Diagnose findet und worauf man achten kann. Wenn ihr da ähnliche Sachen habt, wie das, was wir jetzt besprechen, andere Erfahrungen habt, schreibt sie hier rein. Andere profitieren einfach davon. Ich lese sie dann vor, alles wird anonym vorgelesen, damit euer Name nirgendwo auftaucht. Und ja, ich würde sagen, Peter, lass uns anfangen. Jawohl. Ab wann spricht ein Arzt von einer CED? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die nicht ganz so einfach ist zu beantworten. Ja, hab's befürchtet. Ja, zunächst unter CED versteht man eigentlich 3 Krankheitsbilder. 2 davon sind sehr häufig. Wir kennen den Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, und in einem ganz geringen Anteil von Patienten hat man Krankheitssymptomen, aber auch histologische Befunde, also das, was der Pathologe unter seinem Mikroskop sieht. Sagt er, das sieht für mich chronisch entzündlich verändert aus, aber ich kann nicht zuordnen, ob das zu Crohn gehört oder zu Colitis ulcerosa. Und dann wird immer so eine dritte Gruppe dann wirklich halt da benannt, Colitis indeterminata. Heißt, dass man sieht, ein Colitis meistens schon wie der Begriff schon vermuten lässt. Es geht meistens um Dickdarmbefall, ja, und das sind Patienten, die viel mehr Dickdarmprobleme haben. Und der Pathologe kann nicht sagen, das ist Morbus Crohn oder das ist Colitis. Auch der Kliniker kann dann nicht sagen, weil die Beschwerden sind quasi ähnlich wie bei Morbus Crohn, aber auch zeitgleich wie bei Colitis ulcerosa. So dass diese Diagnose Colitis indeterminata dann letztendlich entsteht. So, das sind die 3 Gruppen, die man erstmal identifizieren sollte. Wie wird die Diagnose letztendlich gestellt? Zunächst, man braucht ja einen Patient, jemand hat Beschwerden. Ich sag mal so, das Spektrum an Beschwerden ist extrem groß. Es gibt den einen, der kommt wirklich halt nur mit Perianalfisteln, Morbus Crohn, der nur Perianalfisteln macht. Es gibt den einen Patienten, der vielleicht mal nur mit Bauchschmerzen kommt, und sie denken vielleicht mal, da liegt eine Blinddarmentzündung dahinter, und dann wird man den Blinddarm operieren. Oder halt man sieht, oh, da ist eine Entzündung im terminalen Ileum und daraus kommt ein Crohn letztendlich. Aber auch es gibt Leute, die dann wirklich halt durch wiederkehrende Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, mal mit Blut, mal ohne Blut, mal wässrig, mal mit Schleim, mit Mukus. Und wenn diese Beschwerden einem wirklich so zusetzen, dann geht man irgendwann mal ja zum Arzt, ja. Und dann fängt man an zu suchen. Ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist, oder der wichtigste Hinweis ist, dass der Arzt zunächst überhaupt dran denkt,
dass es um ein CED sich handeln könnte. Und wenn das der Fall ist, dann werden ein paar Maschinerie so angeworfen. Ja, die Bildgebung braucht man unbedingt. Ja, man braucht Blutuntersuchungen. Die typische Blutuntersuchung kennen wir, Blutbild CRP. Bei CED-Patienten sehen wir so gern, dass wir wollen gucken, wie der Eisenhaushalt ist. Also Hämatokrit ist so ein von den Dingen, die man da so immer so abfragt. Und dann geht es eine Stufe höher. Man mag den Kalprotektin im Stuhl, wobei das hat so seine Limitation. Bei Morbus Crohn, wenn das primär den Dünndarm betrifft, mag das wenig Kalprotektin. Ja, so. Und wenn diese Befunde erstmal nicht so richtig passen, dann geht man eine Stufe höher. Ich mag immer so, was mag die meisten Schaden, ja. Deswegen fange ich mit körperlicher Untersuchung, ich spreche mit dem Patienten, dann machen wir die Blutuntersuchung und das nächste Stufe mag ich gern, eine Bildgebung. Ein Ultraschall mag ich gern oder man mag ein Kernspintomographie, ein MRT-Selling oder ein Hydro-MRT. Da weiß man schon relativ viel. Und letztendlich muss man eine Endoskopie machen. Das heißt, derjenige geht dann zum Gastroenterolog, der eine Endoskopie macht und macht dann eine Biopsie. Und anhand dieser Biopsie sagt der Patholog letztendlich, ja, das sind Befunde, die zu Morbus Crohn passen oder nicht. Ja. Das ist so der normale Weg dahin. Es gibt viele Abzweigungen, die man nehmen kann. Zum Beispiel, wenn ich jemanden operiere, weil jemand mit Bauchschmerzen reinkommt und ich sehe, oh verdammt, das sieht nach Morbus Crohn aus und es gibt so bestimmte Stigmata, also es gibt so bestimmte Zeichen dafür, wie wenn man schon den Darm von draußen sieht, dann kann man sagen, das ist Morbus Crohn und dann wird die Diagnose schon so so schon zunächst gestellt. Wenn man den Darm von draußen sieht? Ja, wenn ein erfahrener Chirurg im Bauch reinguckt, zum Beispiel bei der Bauchspiegelung, kann ich schon sagen, das ist Morbus Crohn oder nicht. Das weiß man schon. Okay. Ein erfahrener Arzt, sagst du? Ein erfahrener Chirurg, der weiß schon. Okay. Der weiß schon. Ja, weil das Thema ist, was passiert, wenn ich jemanden reinkriege, in die Notaufnahme reinkomme mit Bauchschmerzen und ich gucke rein, das ist nicht der Blinddarm, aber ich sehe, der Darm, der sieht so nicht ganz in Ordnung aus. Was mag ich, ja? Ich sage immer derjenige, der sich mit Morbus Crohn auskennt, erkennt das von den äußerlichen Merkmalen und sagt, das ist Morbus Crohn. Und in vielen Fällen würde man sagen, ich mag gar nichts mehr, ich ziehe mich erstmal zurück, ja, und mache dann eine Endoskopie, dann versucht man medikamentöse Therapie, weil durchaus einige Patienten von dieser medikamentösen Therapie profitieren. Also das heißt, zu dem Zeitpunkt muss man nicht operieren. Aber wenn man schon von vorne weiß, wie ein Morbus Crohn ausschaut, dann kann man schon dort die Diagnose treffen. Und dennoch ist es ja so, lass uns mal ein bisschen nach vorne gehen. Dennoch ist es ja so, dass viele Leute sehr, sehr lange auf ihre Diagnose warten. Ich gehöre ja auch dazu. Ich hatte 10 Jahre lang keine wirkliche Diagnose und eigentlich so viele Schmerzen, dass ich umgekippt bin mehrmals. Lass uns mal bitte ganz an den Anfang gehen. Jetzt haben wir die ganzen Symptome und Schmerzen. Jetzt kommt man auf solche Begriffe wie Gastroenterologe, Proktologe, das bist du, und Chirurg bist du auch. Was ist denn jetzt der Unterschied? Kann ich nicht einfach zu meinem ganz normalen Hausarzt gehen? Absolut. Wir haben hier in Deutschland ein Gesundheitssystem, wo es meistens so ist, dass man einen Hausarzt hat. Das nennt man das sogenannte Gatekeeper-System. Das heißt, man hat einen Hausarzt, der alles koordiniert und lenkt, ja. Und diese Hausärzte, die sind extrem wichtig. Aber man darf ja nicht vergessen, dass ein Hausarzt die Expertise für die Behandlung von Morbus Crohn, für das Erkennen und Behandlung von Morbus Crohn zum Beispiel nicht hat. Ja? Deswegen ist es trotzdem sehr wichtig, dass diese Kollegen da draußen sind und wirklich die Patienten so filtern, dass der Patient möglichst zum richtigen Fachmann kommt. Ja? Das heißt, das, was der Hausarzt tatsächlich macht, ist, das, was nun mal häufig ist, ist häufig. Wenn man mit Magen-Darm-Grippe-Symptomen dahin geht, dann kann zunächst ein Magen-Darm-Grippe sein. Also versucht der Hausarzt, Magen-Darm-Grippe zu behandeln. Ja? Wenn es klappt, dann ist das gut, dann sind wir alle froh. Ja? Wenn es nicht klappt, dann wird der Hausarzt in der Regel den Patienten weiterschicken. Meistens zum Gastroenterolog. Der Gastroenterolog ist eine
Spezialist für innere Medizin, wo wirklich sein Schwerpunkt in Magen-Darm-Trakt, in der Behandlung von Magen-Darm- und Lebererkrankungen so liegt, ja. Diese Kollegen machen in der Regel dann so, dass halt die gucken, die können die Endoskopien machen und so weiter und so fort. Auch da unter diesen Kollegen, nicht jeder Gastroenterolog hat Expertise in der Behandlung von CID. So, dass es durchaus möglich ist, dass der Kollege guckt bei der Koloskopie zum Beispiel oder bei der Gastroskopie. Da sagt er, oh, ich sehe Befunde hier, die können auf ein CID hinweisen. Er nimmt Proben und dann kann der Pathologe letztendlich sagen, ja, das ist CID drin. Und wenn das der Fall so ist, dann muss man mit dem Hausarzt wieder korrespondieren und sagen, ey, wir haben ja jetzt CID gefunden. In der Nähe gibt es da und da einen Gastroenterolog, der die Expertise in CID hat. Ja, das ist die gastroenterologische Seite. Das heißt, im Grunde genommen, ich kriege die Patienten vorgestellt von einem Gastroenterologen, der die Diagnose schon gestellt hat. Ja. So, was macht der Proktolog denn? Der Proktolog ist meistens hier ein Chirurg. Es gibt allerdings einige Gastroenterologen, die auch zeitgleich Proktologen sind, weil der Po-Bereich letztendlich eine Verlängerung des Magen-Darm-Trakts ist. Ja, das ist ganz einfach so zu erklären. Und auch diese Kollegen können ja proktologische Untersuchungen machen. Ich als Chirurg und gleich als Bauchchirurg, Viszeralchirurg mit Schwerpunkt Darmchirurgie, Koloproktologie, ich bin ja als Proktolog wirklich halt in diesem Bereich sehr versiert und das ist ein Teil meiner Spezialisierung. Und ja, auch in der Chirurgie ist CID ein doch schon spezielle Sache auch. Auch die Proktologie hinsichtlich CID ist auch speziell. Und auch da mag nicht jeder Proktolog kennt sich mit CID so dermaßen aus. Ja, viele wissen ja, man weiß, es kann sein, man hat schon mal da gehört und damit schon hantiert, aber nicht jeder, ich sage es immer vor allem, wenn es in Richtung Fistel geht, Kronfistel zum Beispiel, das ist nicht jeder Proktologs Sache. Und viele Proktologen, die rufen dann an, dass man sich austauscht oder die schicken weiter, da kann ein Kronfistel sein, gucken Sie mal. Ja, und das ist eben das. Deswegen, Proktolog ist im Grunde genommen ein Chirurg. Ja, im Grunde genommen ein Bauchchirurg. Und ja, ich weiß nicht, ob ich damit eine Frage geantwortet habe. Ich glaube, dass das tatsächlich erstmal verwirrend ist. Ich wusste das damals früher auch nicht. Ich wusste auch nicht, was der Unterschied zwischen einem Gastroenterologen und einem Proktologen ist. Das war mir nie geläufig. Und ich glaube, wenn man gerade anfängt, diese Schmerzen oder Symptome zu entwickeln, dann steht man ja wirklich noch in der Regel als nicht informierter Patient da und dann muss man das vielleicht erstmal so ein bisschen einsortieren. Ganz kurz, ich sehe eure ganzen Kommentare, wir gehen da gleich wirklich ausführlich drauf ein. Ich scroll gleich hier nochmal durch. Ich habe schon ein paar mir hier nebenbei aufgeschrieben, die ich auf jeden Fall erwähnen möchte. Ich hätte ganz gerne, bevor wir darauf eingehen, aber jetzt noch einmal von euch da draußen gewusst, wie viel Jahre oder Monate habt ihr gebraucht, bis ihr eure Diagnose bekommen habt? Also jetzt CID allgemein, egal ob Morbus Crohn oder CID. Wie lange hat das bei euch gedauert? Schreibt gerne mal in den Chat die Zahl rein. Das würde mich jetzt mal sehr interessieren und dann haben wir auch mal so einen kleinen Überblick hier. Du hast vorhin gesagt, Blut und Stuhl. Also es reicht nicht nur, wenn ich einen Entzündungswert im Blut nachmesse, sondern auch, es macht Sinn, eine Stuhlprobe abzugeben, um CID zu messen. Ja, also Stuhlprobe für Kalprotexin oder Stuhlprobe, um diese Blut im Stuhl zu bestätigen. Ich glaube, ich habe irgendwann mal bei den Darmkrebswochen auch mich geoutet, dass ich kein Freund von Blut im Stuhltest bin, weil das ja in ganz vielen Fällen ist das falsch negativ. Das heißt, wenn ein großer Polyp da ist oder eine beginnende Krebs da ist und das gerade nicht blutet, wird der Stuhltest negativ sein. Und dann hat man eine falsche Sicherheit. Deswegen, Blut im Stuhl, das ist für mich immer so eine Sache, das muss man hellhörig werden. Bei den CID ist es tatsächlich so, dass beide Erkrankungen, ja, die zwei große Gruppen, Colitis ulcerosa und Crohn, bei der Colitis ulcerosa ist es meistens nur die Schleimhaut des Dickdarms befallen ist. Bei der Morbus Crohn werden alle Darmschichten befallen. An dem Moment, wo die Schleimhaut befallen ist und eine entzündete Schleimhaut da ist, diese entzündete Schleimhaut stirbt ab und wird abgestoßen und dann liegen die Gefäße da unten frei, sodass man vor allem bei dieser Colitis-Patienten viel mehr blutige Durchfälle hat, also Blut im Stuhl hat. Wenn man das hat, egal ob man 10 Jahre alt ist,
50 Jahre alt ist, 100 Jahre alt ist, muss man zum Arzt. Ja. Und die meisten Ärzte, die seriöse Ärzte, nein, die Ärzte, die wirklich halt sich, wie soll ich das denn mal durch? Ich will keinen Kollegen wirklich da draußen schlecht behandeln, aber ein Mensch, der wirklich gut zuhört und sagt, ich habe Blut im Stuhl, dieser Mensch gehört endoskopisch geguckt. Mhm. Ja, mit der Diagnose Hämorrhoiden gebe ich mich nie zufrieden, wenn ein Patient zu mir kommt und sagt, ich habe Blut im Stuhl, das können Hämorrhoiden sein. Ja, es können Hämorrhoiden sein, es kann aber was anderes sein. Ja, und deswegen, in diesem Fall muss man auf jeden Fall endoskopisch untersuchen. Ja, ich sehe hier gerade, warte mal, 9 Jahre, 10 Jahre, 10 Jahre passt mit mir auch zusammen, 10 Jahre hat, mit 10 Jahren, also mit 10 Jahren hat kein Monat gedauert. Dann hier 4 Wochen, mit 20 Jahren bekommen, 5 Jahre lang hat es gedauert, circa 6 Monate. Es ist total unterschiedlich. Absolut. Und es ist, glaube ich, auch wirklich abhängig, an welchen Arzt man vielleicht auch gerät und wie man auch vielleicht Symptome selber auch ein bisschen wahrnimmt. Jetzt ist ja die Frage, bei mir war es so, dass ich, nachdem man alles Organische abgeklärt hatte, was ja dann auch im Nachgang nicht wirklich stimmte, aber hatte ich die Diagnose Reizdarm bekommen. Und ich weiß auch aus dem Coaching mit Leuten zusammen, dass diese Diagnose sehr schnell gegeben wird. Kannst du einmal bitte sagen, wo ist der Unterschied zwischen Reizdarm und CID? Und warum wird das so oft, das ist jetzt zu kurz, oder? Nein. Aber das wird sehr oft gesagt, oder? Ja, also es ist ja tatsächlich so, persönlich, und das meine ich persönlich, mag ich das Wort, beziehungsweise diese Bezeichnung Reizdarmsyndrom nicht. Weil, wenn man das einmal im Kopf des Patienten reingesetzt hat, kommt das nicht mehr raus. Ja, für mich ist Reizdarmsyndrom eine Sache, die Diagnose soll man erst stellen, wenn man alles erdenklich jetzt schon ausgeschlossen hat. Das Reizdarmsyndrom gibt es ja immer zwei Formen. Es gibt einen Reizdarm, der mit Durchfälle einhergeht, und es gibt einen Reizdarm, der mit Verstopfung einhergeht. Ja, das heißt, auch da gibt es bestimmte Charakteristika oder Kriterien, klinische Kriterien, die man verwenden muss, sogenannte Rom-3-Kriterien, die man verwenden muss, um zu sagen, das ist ein Reizdarm. So, wenn ich dann praktisch vorgehe und sage, ich habe einen Patient, der zu mir kommt und der hat immer Durchfälle und so weiter und so fort, dann gucke ich ein paar Sachen an. Warum hat er Durchfälle? Hat er Morbus Crohn? Hat er Colitis ulcerosa? Das sind Sachen, die hat er nicht. Gibt es denn irgendwelche Infektion? Hat man eine protrahierte Magen-Darm-Grippe? Nein, gibt es nicht. Gibt es Lebensmittelunverträglichkeiten, so Glutenunverträglichkeit, Laktose, Fructoseintoleranz, solche Sachen, die können Durchfälle machen. Wenn man am Ende diese ganzen Untersuchungen kein fassbares Ergebnis hat, gibt es viele Leute, die sagen, das sieht eher so nach Reizdarm aus. Das ist die eine Möglichkeit. Ja? Das heißt, das ist für mich immer eine Diagnose, die man den trifft, weil man sich verpflichtet fühlt, dem Patienten eine Diagnose zu nehmen. Ja? Das ist so mein Argument. Klar gibt es ein paar Leute, die wirklich ein sogenanntes Colon Irritable, also Irritable Bowel Syndrome, es gibt Leute, die das durchaus haben. Ja, und es ist schwierig, diese Menschen rauszuselektionieren. Und ich finde es manchmal den Patienten unfair, diese Diagnose anzudichten, weil an dem Moment, wo der Mensch das hat, funktioniert das im Kopf des Menschen. Ich bin Reizdarmpatient, Dann wird dieser Mensch wirklich in eine Schublade reingelegt, weil der Reizdarmpatient ist jemand, der sehr schwierig ist, ja. Dem kann man sowieso nicht helfen. Er hat den Reizdarm, was sollen wir machen? Ein Stoma legen und so weiter und so fort. Deswegen ist es schwierig. Deswegen muss ich diese Diagnose Reizdarm rausklammern. Total rauspacken. Ja. Das heißt, wenn derjenige mit Verdacht auf CID reinkommt und der Gastroenterolog alle seine Hausaufgabe gemacht hat und kein CID findet, ist es nicht selten, dass man sagt, der Patient hat einen Reizdarm. Ja.
Das ist sehr spannend, dass du das sagst, weil ich habe es tatsächlich erlebt und ich weiß, dass es sehr viele so erleben, dass es genau umgekehrt abgeprüft wird. Erst irgendwie Reizdarm und dann bestätigt sich das irgendwie. Und bei mir kam Morbus Crohn in dieser Reihenfolge gar nicht vor. Also diese Reihenfolge wird irgendwie nicht wirklich eingehalten. Wir beide arbeiten ja gerade an einer Liste, die wir als so eine Art Checkliste, das können wir schon mal ein bisschen teasern, die ist noch nicht fertig. Der erste Entwurf liegt bei dir und wir werden das wahrscheinlich in den nächsten Tagen irgendwann tatsächlich dann entweder auf meiner Seite oder wir müssen mal gucken, wo. Da werde ich euch auf jeden Fall noch informieren. Online stellen. Und dann habt ihr eine Checkliste, mit der ihr tatsächlich selber ausfüllen könnt und dann zu eurem Arzt gehen könnt und dann für euch mal durchgucken könnt, was fehlt mir eigentlich noch zur Diagnose und wir wollen das so gut wie möglich ausarbeiten und wir haben einen Arzt dabei, der das macht. Ne? Nein, aber vielen Dank für diese tolle Idee. Geniale Idee, geniale Idee. Ja, wir müssen ja irgendwas mit an die Hand geben. Es ist ja tatsächlich nicht jeder ein informierter Patient und ich war auch sehr blöd an der Stelle und also auch sehr blöd, ihr wisst, wie ich das meine. Ne? Aber es ist halt einfach, ich habe mich da nie drum gekümmert und plötzlich stehst du da, bist in so einem System und ich sehe jetzt hier auch in den einzelnen Kommentaren und ich gehe jetzt mal eure Sachen mit durch, sehe ich einfach auch, dass das anscheinend öfters so ist. Hier war auch gerade was mit von wegen, mein Arzt versteht mich überhaupt nicht mehr, man muss erstmal einen Arzt, hier, finde mal einen guten, erfahrenen Arzt, so richtig wirst du nicht verstanden. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas. Ja, darauf möchte ich kurz mal eingehen. Mach das, ich scroll schon mal. Ja, ich sag mal so, CID ist schon speziell. Ja, es ist so das ist so ein Krankheitsbild oder also eine Gruppe an Krankheitsbilder, wo man als Schulmediziner, wo man im Rahmen des Studiums wirklich wenig Information dazu bekommt. Das Thema wird wirklich halt angeschnitten und das wird angesprochen, aber halt, das ist nicht alles. Das heißt, man kommt aus der Uni, als Schulmediziner, hat das Wort CID schon gehört, aber mehr kriegt man nicht dazu. Ja, man kommt dann letztendlich mit CID, also da, wenn ich ja in der Uni zum Beispiel viel mehr über Herzinfarkt lerne und dann wirklich halt darauf achte, dann komme ich ja mit einem ganz anderes Paket raus und dann habe ich ein anderes Wissen. Ja, wenn ich aber in einer Vorlesung sitze und in dieser Vorlesung wird CID, was weiß ich, in 15 Minuten abgehandelt, ja, dann habe ich nicht dieses Wissen, ja, und dann weiß ich ja, ich habe noch gar keine Berührung mit diesem Patienten. Und dann komme ich raus und habe erstmal meine Wissenslücke und sitze da und beschäftige mich nicht damit in diesem Ausmaß und sitze mit einem Menschen gegenüber einem Patienten, der mir schon zeigt, dass allein das, was dieser Patient sagt, gibt mir schon den Eindruck, dass dieser Patient viel über dieses Krankheitsbild weiß. Das ist schwierig. Das ist ein Brocken, das ist schwierig zu schlucken. Und das ist eben das, das habe ich irgendwann mal gesagt. Nach meiner Überzeugung wissen 90% von CID-Patienten mehr als 90% der Mediziner da draußen. Das ist nicht das Spezielle. Das liegt einfach daran, dass es einfach viel zu speziell ist. Du brauchst mich nichts über Augenerkrankungen zu fragen. Ich habe keine Ahnung davon. Ich bin froh, dass ich sehen kann. Und ich weiß, dass wenn mein Sicht ein bisschen wirklich halt nicht klar ist, dass ich meine Brille putzen muss. Ja, deswegen, CID ist speziell. Deswegen, Leute, seien Sie nicht so streng mit den Ärzten. Ja, CID ist nicht jedermanns Sache. Das, was man einfach fairerweise sagen müsste, ist, dass man den Arzt fragt, kennen Sie eine CID-Experte? Können Sie mich mal zu einem Experten weiterschicken, der mich da betreut? Und das ist das, was wichtig ist. Ja, ja. Jetzt gucke ich hier gerade schon wieder mit einem Auge, mit geputzter Brille. Hier schreibt jemand, Ernährung spielt eine ganz wichtige Rolle für mich. Je gesünder ich esse, desto besser fühle ich mich. Wie stehen Sie dazu? Manche sagen ja, essen Sie, was Sie wollen. Was sagst du dazu? Ich würde den zweiten Satz sofort unterschreiben. Das ist mein Motto. Essen Sie das, was Sie wollen, weil Sie werden nur das essen wollen, was Ihnen gut tut. So, ja. Jeder Erwachsene hat schon fast viel rausprobiert. Und wenn ich sage, essen Sie das, was Sie wollen, dann meine ich, ist das, was dir gut tut. Und du weißt ja, was du nicht verträgst. Zu den ersten Punkt. Ernährung und CID.
das ist eine Sache, also man hat sich ja immer gefragt, wo kommt die Idee her? Was ist die Ursache? Und viele, viele Patienten, wir haben ja mehr als 500.000 TD-Patienten hierzulande, und diese Menschen, die fragen, ey, die Medizin ist doch so weit entwickelt, warum kann man die Ursache nicht finden? Ja? Und da sage ich immer, um TD zu entwickeln, gibt es zwei Sachen, die wirklich halt passieren, oder die zwei Sachen, die gestört werden sollen. Es muss eine genetische Prädisposition dafür geben, das ist die Genetik. Und dann gibt es die zweite Baustelle, die sogenannte Epigenetik. Epigenetik ist alles, was in unserer Umwelt sich befindet, was nicht direkt mit unseren Genen zu tun hat. Und Ernährung und CD ist ein enorm relevanter Aspekt. Um das ein bisschen zu leuchten, man hat bis vor 25 Jahren immer gesagt, CD ist eine Krankheit, was in Westen, also Western World Disease, right? Dass es das in industrialisierte Länder gibt, und das hat man nicht geglaubt. Jetzt in den letzten Jahren ist es tatsächlich so, dass wenn man sich allein Indien anschaut, die Inzidenz, also die Häufigkeit von CD wirklich nach oben geht, stets nach oben geht. Und das hat man dann wirklich halt damit in Verbindung gebracht, dass mit der Entwicklung, mit der Industrialisierung von Indien und anderen Drittweltländern kriegt man viel mehr Fastfood zu essen und solche Sachen. Also, wir sehen einen klaren Zusammenhang zwischen dem, was wir essen, was wir konsumieren, und die Anhäufung von CED. Also das Essen und die Ernährung hat enorm viel da mitzuspielen. Ja, von daher ist sie, ich unterschreibe das sofort. Hier steht, Colitis kann ja auch im Dünndarm sein, oder? Nicht nur im Dickdarm. Bei mir hat man 17 Jahre von einer Mischform gesprochen. Seit Oktober letzten Jahres heißt es Morbus Crohn. Ja, das ist das, was ich meinte, dass halt 5 bis 15% der TD-Patienten haben diese Colitis indeterminata. Das heißt, der Pathologe kann nicht sagen, das ist Morbus Crohn oder das ist Colitis ulcerosa. Und tatsächlich in einer Zeitspanne von 10 bis 20 Jahren so entsteht Klarheit bei ca. 5 bis 10% dieser Patienten. Dann wird dann klar, das ist Colitis oder das ist Crohn. Und kann Colitis im Dünndarm sein? Ja, das nennt man Backwash-Ileitis. Das ist ein Zeichen von Pancolitis, wo der komplette Dickdarm befallen ist und die letzten 2 bis 5 Zentimeter des Dünndarms, terminalen Ileum, werden befallen, weil man dann einfach denkt, diese Klappe wird undicht durch die Colitis, und dann Inhalt von Dickdarm fließt dann in diesem Endteil des Dünndarms hinein, sodass da durchaus eine Entzündung sein kann. Aber die Diagnose ist trotzdem Colitis oder vielmehr Pancolitis. Ja, okay. Hier schreibt jemand, wie kann man die Diagnose abkürzen? Also, dass man nicht immer so super lange darauf warten muss. Es gibt ja wirklich Leute, die, haben wir gerade hier gesehen, Monate, Jahre auf ihre Diagnose warten. Gibt es da irgendwas? Kann ich als Patient selber etwas machen, als Betroffener? Ja, man kann mit dem Arzt sprechen. Ich glaube, abkürzen heißt das halt, dass man schnell zur Diagnose kommt, indem man eine Endoskopie macht, Biopsien hat, damit der Pathologe sagen kann, was das ist. Nochmal zu der Geschichte, wenn man wirklich immer wieder mit Bauchschmerzen zum Hausarzt geht und da wird nichts gemacht, ja, dann wird man ja auch schlecht zur Diagnose TID kommen. Wenn man das abkürzen möchte, dann muss man dem Hausarzt fragen, hey, kann es sein, dass, sollen wir nicht mal eine Darmspiegelung machen und gucken, dass der Pathologe, dass der Gastroenterolog gucken, dass der Pathologe gucken kann, ob da irgendwas da drin sein kann. Und das ist die Abkürzung. Nochmal, diese Abkürzung, dass man dieser Weg abkürzt, es geht ja nicht um Abkürzung der Diagnose oder der Diagnoseweg ist. Das ist ja nicht möglich. Das ist möglich, aber das ist nie sinnvoll. Weil am Ende des Tages ist es so, dass man sich immer für Untersuchungsmethoden entscheiden muss, die für den Patienten die wenigste Gefahr bedeutet. Ja? Und wenn ich jetzt eine Koloskopie mache, derjenige muss sich erstmal zu Hause vorbereiten oder in der Klinik. Ja, man kann im Rahmen der Koloskopie den Darm verletzen, es kann bluten und so weiter und so fort. Deswegen ist es nicht immer sinnvoll, schnell zur Diagnose zu kommen, sondern es ist durchaus legitim auch zu sagen, ich behandle die Beschwerden und wenn die nicht weggehen, dann gucke ich weiter. Wenn die Beschwerden aber weggehen, dann braucht man tatsächlich nicht unbedingt nachzugucken. Ja.
Glaubst du, dass das in Zukunft vielleicht ein bisschen schneller diagnostizierbar ist? Ich glaube nicht, dass es um die Geschwindigkeit der Diagnosestellen ist. Ich glaube, es geht um das Wissen, dass der Ja, Primäransprechpartner einfach sagt, es kann ein CID sein, ja, und was müssen wir machen? Wir müssen eine Koloskopie machen. ja, So, wenn der Hausarzt das schon mal weiß, ja, wenn er das schon mal weiß, dann ist der Weg, ist dieser Leidensweg, es geht ja nicht nur um den Leidensweg, sondern ist der Weg bis zur Diagnose, der Intervall bis zur feststellenden Diagnoseweg deutlich kürzer. ja. Ich durfte ja in der letzten Zeit öfters mal mit Patienten Podcasts aufnehmen, die vor 20 Jahren, 25 Jahren, ich hatte jetzt einen vor, ich glaube 30 Jahren war es, bei der Podcast-Reihe Ich und mein Stoma. Da haben die ihre Diagnose bekommen und da merkt man, wenn die ihre Geschichten erzählen, da merkt man, da hat sich schon eine Menge verändert. Also da hat sich auch wirklich, da ist viel mehr Wissen vorhanden mittlerweile, auch über die Krankheiten an sich und kann viel besser auch drauf eingegangen werden. Und die Medizin an sich hat sich ja auch verändert. Ja, ne? Die Medizin, die Behandlung der CID war noch nie so gut, wie es jetzt ist. Ja, Ja, das ist tatsächlich so, da kann man froh sein. Ja, man kann damit wirklich halt Patienten sehr gut helfen zu einem gewissen Preis, weil diese ganzen Medikamente, die wir benutzen, diese Immunsuppressiva oder diese Alpha-TNFA-Blockade, die drosseln ja unser Immunsystem und damit ist ja die Gefahr für infektiöse Krankheiten deutlich größer. Ne? Das muss man einfach wissen. Und das ist eine der Sachen, wo ich dann halt mit meinem Gastroenterologen immer diskutiere. Ja? Der Klassiker ist ein Patient mit Morbus Crohn, der einen kleinen Befall im terminalen Ileum hat. Und dann diskutieren wir in unserer Konferenz, da spreche ich dann mit meinem Kollegen regelmäßig und dann sagen wir, ja, wir probieren das und das. Und er sagt, hey, Leute, wenn ich diese Patient wäre, würde ich das nicht nehmen wollen, sondern ich würde dieses Segment wegnehmen, wenn das die einzige befallene Region ist, mit der Hoffnung, dass nichts mehr passiert, dann habe ich zeitlang Ruhe. Ich nehme keine ja, Medikamente, ich habe keine Beschwerden und mittlerweile gibt es wissenschaftliche Evidenz, die diese Vorgehensweise untermauern. Ja. ja. Okay. Hier schreibt jemand, ich arbeite in der Endoskopie und bei jeder, oh, Moment, warte mal. Ich arbeite in der Endoskopie und jeder bei uns mit Durchfällen bekommt Biopsien entnommen mit der Frage CID und Das, Intoleranztest. das ist super. Das ist super. Nochmal, ich glaube, das Problem ist ja nicht, liegt nicht beim Gastroenterologen. Das Mhm. Problem ist in der ersten Station. Denn derjenige, der Probleme hat, geht nicht direkt zum Gastroenterologen, sondern geht erstmal zum Hausarzt. Das heißt, da muss wirklich halt diese Umdenken stattfinden, zu sagen, okay, ja, das sind Probleme, wir müssen den zur Darmspiegelung schicken. Das ist der eine Aspekt davon. Der andere Aspekt davon ist, wenn man anfängt, jetzt allen mit Bauchschmerzen und Durchfall einmal durch den Koloskop, durch die Darmspiegelung zu schicken, wo macht man ein Cut-off? Mhm. Ja, wir werden wahrscheinlich viele Leute spiegeln, ja, die wirklich das nicht gebraucht hätten. Und deswegen ist es schwierig, die Aufgabe die Verantwortung des Hausarztes als Gatekeeper wirklich halt zu kommentieren. Es ist extrem schwierig. Ich will nicht im Schuh eines Hausarztes stecken, weil das sind Entscheidungen, da muss man für den Patienten treffen. Und Ja, diese Kollegen, die sind sehr erfahren. Und am Ende des Tages ist eins wichtig. Das, was nun mal häufig ist, ist nun mal häufig. Ich glaube, ein Kollege, der wirklich bei 10 Durchfallpatienten 4 Colitis rausgekriegt hat, der wird wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass er schnell den nächsten Patienten mit Durchfall zur Endoskopie schicken wird, ist ziemlich hoch, als jemand, der 20 Patienten reinschickt und nur ein Colitis rauskommt. Und das ist eben das. Das, was häufig ist, ist häufig. ja, okay, okay. Ich habe tatsächlich in meinem Coaching jemanden, die mittlerweile, ich glaube, 6 hat sie jetzt, 6 Darmspiegelungen hinter sich hat und immer noch keine Diagnose hat. Da merkt man aber auch, und das ging mir damals ähnlich, dass da auch so eine Müdigkeit des Patienten langsam kommt. So dieses, ich muss jedes Mal das Zeug trinken, ich habe jedes Mal den ganzen Mist, muss mich jetzt widerspiegeln lassen und die finden einfach nichts. Das macht natürlich auch etwas mit einem, ne? Ja, ich kommentiere das anders auch. Ich kommentiere das kurz mal anders, weil das nicht Ja. so selten ist. Das ist tatsächlich nicht so selten. Und die meisten von diesen Patienten kommen irgendwann mal mit Colitis indeterminata raus. Ja, Mhm. es ist ja tatsächlich so,
dass die chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die verlaufen ja schubweise. Das heißt, es gibt eine Phase, wo man Beschwerden hat und dann erholt sich die Schleimhaut auch und dann hat man keine Beschwerden mehr. Stell dir mal vor, man wird gerade dann, nach so einem Schub, wo die Schleimhaut sich wieder normalisiert, dann macht man eine Spiegelung, nehmen wir die Biopsien. Was wird der Pathologe da sehen? Nichts als gesunde Schleimhaut. Ja. Ja? So, das ist so. Ich sage immer, in solchen Fällen muss man nach der Klinik gehen. Wenn derjenige so viel Schube kriegt und wir sagen, die haben so schubweise Verläufe, dann bin ich einer, der wirklich in dieser interdisziplinären Konferenz immer sagt, Leute, wenn man auf den Dorfmarkt geht, erwartet man keine exotische Früchte, ja, man erwartet Birne, Kartoffeln und so weiter. Wenn dieser Patient einen schubförmigen Verlauf hat, der uns schon mal an CID denken lässt, was haben wir zu verlieren, wenn wir diesen Menschen darüber aufklären und den erstmal so therapieren, als wäre das ein CID. Das kann man versuchen. Und wenn die Therapie anschlägt, dann weiß man, dass es irgendein Form von CID ist oder irgendeine andere Sache, was diese Patienten wirklich zugesetzt hat, wo wir jetzt zumindest eine Kontrolle darüber haben. Mhm. Ja? Und in den meisten Fällen nochmal, ist diese Colitis indeterminata und auch nach 15 Jahren bei manchen Patienten, bei 5% nach 15 Jahren haben wir immer noch keine Diagnose. Ja. Was sollen wir denn machen? Sollen wir die unbehandelt lassen? Die Antwort ist klar, nein. Man soll versuchen, diesen Menschen zu behandeln. Ich finde das sehr spannend, was du gerade sagst. Ich musste gerade sehr lächeln, weil ich habe letztes Mal eine Nachricht bekommen von jemandem, die dann geschrieben hat, von wegen, hey, mir geht's endlich mal schlecht vor der Darmspiegelung. Vielleicht findet man ja jetzt was. Das ist paradox, ne? Aber aber du sagst gerade, es ist nicht selten. Lass uns mal durch den Chat hier nochmal gehen. Ich habe ihn langsam aus der Kontrolle verloren, ja? Ich suche seit 25 Jahren Informationen, endlich bekomme ich sie. So soll das sein. So soll das sein, aber wir haben eigentlich vor, das Ganze, wir möchten gerne Menschen erreichen vor der Diagnose. Guck mal, da macht er schon Werbung für die Podcast-Leute. Yeah. Wenn der Pro Hilfe braucht. Guck mal hier, genau. Ich hab die bearbeitete Version. Ja, siehst du mal. Ja, guck mal hier, das ist der Beweis, dass ich es gelesen habe. Also, ich wollte kurz mal was hier zeigen. Wenn jemand diese Challenge nicht gemacht hat, bitte macht da mit. Ja, ich find's, wir sind mittlerweile in ein Community reingekommen, wo Patienten sich gegenseitig helfen. Macht das. Tauscht euch mal aus. Ja. Tauscht euch mal aus und bringt mir bitte mal was Neues bei. Ich lerne so gern von meinen Patienten. Ich wusste gar nicht, dass du da mitgemacht hast. Ich habe dem zugestimmt. Ich hatte vor Wochen die Einladung bekommen. Ich habe dann heute mitgemacht. Ich habe danach erst erfahren, dass du da mit drin hängst. Sag doch mal was. Ja, ich kann ja nicht alles verraten. So, Grüße aus Österreich. Danke für euer Engagement, toller Content. Herzlichen Dank, Grüße gehen zurück. So, was haben wir denn hier noch? Warte mal. Oh, hier überall, ich habe ja gar nicht gewunken. Schönen guten Tag, schönen guten Tag. Schön, dass ihr alle dabei seid. Schön, dass ihr alle auch so lange dabei seid. Das ist sehr nett. Und schön, wenn es euch gefällt. Hier steht, habe eine dicke Entzündung am Dickdarm gehabt. 2 Wochen Cortisontherapie. Jetzt wurde festgestellt, dass ich eine Verengung am Darm habe. Starke Bauchschmerzen und Erbrechen. Also weniger eine Frage, sondern eher kurz berichtet. Das Thema Verengungen, kann es sein, dass Verengungen meistens Auslöser dafür sind, dass eine Diagnose gestellt werden kann? Aber dann ist es schon sehr weit, ne? Das ist ja ein Verlauf, die Verengung erwartet man zunächst bei Morbus Crohn. Es gibt ja 3 klassische Verlaufsformen von Morbus Crohn. Der erste, sogenannte B1, B ist ja Englisch für Behavior, wie verhält sich Morbus Crohn. B1 ist wo man nur Schleimhautentzündung da hat, sonst nichts. Dann hat man B2, da ist da, wo man da wirklich halt engen sieht, stenotisch oder stenosierende Morbus Crohn. Da sind die Patienten, die mit so Darmverschluss auffallen. Und B3 sind dann so Leute mit Fisteln, ja, das kann Perianalfistel sein, das kann Fisteln in den Bauch sein. Und ich versuche immer so zu erklären. Wenn man sich schneidet, wenn man bei irgendwas mal beim Kochen oder was weiß ich, sich verletzt an der Haut, entsteht eine Narbe.
Ja, so entsteht das ja bei Morbus Crohn zum Beispiel, dass durch die wiederkehrende Entzündungen wird dann letztendlich das Gewebe vernarbt. So, und dann ist man ja in der schubfreien Situation. Durch die Vernarbung kommt es zu einer Engstelle da, weil der Darm sich nicht weiten kann. Ja, und dann kommt ein akuter Schub dazu. Bei der Schub passiert Folgendes: Flüssigkeit geht in die Darmwand hinein, dann schwillt die Darmwand. Und diese Verengung wird damit dann zusätzlich verschlechtert, indem wirklich durch die Schwellung es noch zugeht. Dann kommt man in diesen Darmverschluss, in den Morbus Crohn. Von daher, ja, die Verengungen können zu Darmverschluss führen und die können zu Schmerzen führen. Und es ist unfassbar, wie eng der Darm bei Morbus Crohn-Patienten werden kann. Das ist unfassbar. Ich glaube, mein Rekord liegt bei 2 Millimeter. Also die Lichtung, was noch da war, 2 Millimeter. Das ist das Rekord, was ich gesehen habe. Kurz vor wirklich komplett Verschluss. Aber da hast du doch keinen Stuhlgang mehr, oder? Ja, das ist ja subjektiv. Okay. Das ist subjektiv. Aber man merkt, dass wenn diesen Menschen einmal wirklich halt, wenn man dieses Problem beseitigt hat, dass der Mensch wirklich total wie befreit wirklich ausatmen kann. Ja, das ist echt unglaublich. Das war dann meine Befreiung, war dann der Stoma in dem Fall, auf jeden Fall. Ich gehe weiter hier durch. Ich habe eine Hernie am Stoma. Chirurg sagt, Stoma muss auf der anderen Seite versetzt werden, um dann das Netz einzusetzen. Kann das bisherige Stoma an der Stelle auch bleiben und das Netz rein? Was ist die Diagnose? Colitis oder Crohn? Das steht hier nicht. So, wenn das Colitis ist, auf keinen Fall ein Netz. Auf keinen Fall. Weil ein Fistel, der Morbus Crohn ist eine fistulierende Krankheit und wenn man ein Netz im Bauch setzt, dann besteht eine ganz große Gefahr, dass durch dieses Netz es zu zahlreichen Fisteln am Dünndarm kommt und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen, sozusagen. Ja? Also okay. Das ist eine Sache, das soll man nicht machen. Man soll bei Morbus Crohn-Patienten kein Netz im Bauch legen. Okay. Was heißt, Kind im Brunnen gefallen? Ja, das heißt, wenn viel Fistel am Dünndarm ist, die kriegt man nicht mehr repariert. Dann kann man dann schon einen Port anlegen und ein Parenteralernährung umstellen. Okay. Ja, also wenn man viel Fistel am Darm, das Problem mit Crohn, das ist die Behandlung von der Crohn-Chirurgie ist ja tatsächlich so, man kann ohne Dickdarm leben. Wir sehen das ja bei Colitis-Patienten. Ohne Dünndarm kann man nicht leben. Und wenn man zu viel Darmfisteln hat am Dünndarm und der Dünndarm resiziert werden müsse, weil durch ein Netz im Bauch Fisteln entstanden sind, dann hat man den Menschen nicht geholfen. Ja? Für mich gibt es ein Hernie, parastomale Hernie oder irgendwas am Stoma bei Morbus Crohn, da kommt kein Netz dran. Ja, ich komme gerade von einer Morbus Crohn-Operation, wo ich auch ein Stoma gelegt habe. Und dann fragte eben mich mein Kollege, sollen wir ein Netz da reinnehmen? Und so, um Gottes Willen, wenn Sie zweimal den Netz denken, rufen Sie mich erstmal ein. Nein, das gehört sich nicht. Okay. Ja? Du hast deine Antwort. Man kann das Stoma natürlich umsetzen auf die andere Seite. Ja, die ehemalige Stoma-Stelle wird stehen bleiben. Es muss aber derjenige bewusst sein, dass Morbus Crohn und Stoma bedeutet, es kann immer zu Fisteln an dieser Stelle kommen. Und meine bevorzugte Methode wäre, wenn möglich, an der gleichen Stoma-Stelle das zu korrigieren und zu gucken, wo diese Fistel herkommt. Hier fragt jemand, Fistel, Colitis ulcerosa, woher? Ich möchte gerne wissen, wo die herkommen. Da reden wir und lebe mit einem Pouch, der zurzeit stillgelegt worden ist. Darüber reden wir am Samstag. Da gehen wir wirklich ausführlich, komplett die gesamte Stunde dann über Fisteln reden wir dann. Hier schreibt jemand, wie geil, bin das erste Mal auf dem Konto, bin jetzt schon Fan. So soll das sein. Sei herzlich willkommen. Also zu der Frage zu dem Kommentar mit Pouch und Fistel, das beantworten wir tatsächlich am Freitag. Am Samstag, weil das ein sehr relevantes Thema ist. Das ist eine sehr relevante Komplikation. Da gehen wir auch alles durch und ich habe dazu auch schon ein paar Fragen zur Behandlungsmöglichkeiten. Oh ja. Ui. Das machen wir. Ich weiß, es ist dein Lieblingsthema. Warte, wir müssen weiter durch. Der Chat ist ewig voll. Herzlichen Dank für all eure Beiträge hier.
Mir wurde mir wurde letzten März eine Stenose entfernt. Wann müsste da eine Kontrolle erfolgen? Kann man das so sagen jetzt? Naja, die Frage ist, wo war die Stenose? Okay. Wenn du es noch mitbekommst, dann schreib es gerne unten mal rein. Hab Morbus Crohn und soll jetzt mein 3 bekommen? Was? Ist das jetzt okay oder lieber nicht? 3? Ich verstehe gerade die Frage nicht. Du glaube ich auch nicht. Wenn das Ende des Dünndarms entfernt wurde, hat man ja keine Möglichkeit, bestimmte Vitamine und Mineralstoffe aufzunehmen. Das sagt einem auch kein Arzt. Muss man sich selber informieren. Ist aber auch nicht immer so, oder? Da sind 15 bis, lassen wir mal 25% der Patienten sagen, die nach einer IUCK-Resektion ein Problem haben. Das Ding ist ja letztendlich, das sind die letzten 5 bis 15 Zentimeter Dünndarm. Und das Problem sind nicht mal die Vitaminen. Ja, der restliche Dünndarm passt sich an. Das Problem, was unmittelbar nach der Operation passiert, ist, dass halt es zu einer Fehlresorption von Gallensäure kommt, dass diese Patienten kurzfristig Durchfälle entwickeln. Ja. Und das in Teufelkreisen kann man einmal mit Gallensäurebinder einmal geben, das ist immer Quantalan oder Cholecalciamin für eine Woche und dann sind die wirklich halt wieder in Lot. Ja, also allein die Resektion des terminalen Iliums führt nicht langfristig dazu, dass man Vitaminmangel hat. Okay. Ich bin's nochmal. Kann die Verengung am Darm selbst heilen oder muss man chirurgisch da dran? Narben können schlecht selbst heilen. Ja, wenn das richtig so geformte Narben sind, die können von allein nicht immer selbst heilen. Da kann man immer helfen. Und viele interventionelle Endoskoper, also Gastroenterologen, die können das ja aufdehnen bis zu einem gewissen Größe. Und dabei ist extrem wichtig, wo die Enge ist. Deswegen ist es schwierig, die Frage zu beantworten. Ist es eine Enge im Rektum? Ist es eine Enge im Analkanal? Ist es eine Enge im Dünndarm? Ja, manche dieser Enge kommt man erst gar nicht hin, um zu dehnen. Und deswegen muss man nur das operativ angehen, weil nur so kann man das sehen. Ja, hier fragt jemand, ob man so eine Engstelle weiten kann oder muss man da immer operativ dran? Ja, man kann weiten und es ist ja so, das sind ja sehr Crohn-Patienten, wenn diese Fragen kommen nur von Crohn-Patienten, weil wir wissen, das habe ich auch gerade gedacht. Ja, durch eine Operation heilen wir ja den Patienten nicht und es ist sinnvoll, die Operation möglich herauszuzögern in manchen Fällen. Und wenn man durch Weiten der Enge Beschwerdefreiheit schaffen kann, dann ist das eine dankbare Methode. Das Problem bei der Weiten ist ja, man muss immer fragen, wenn ich höre, ja, es ist geweitet worden, frage ich immer, wie weit war es denn? Wir haben so ein Cut-Off, wenn man über 15 Millimeter weitet, dann ist das gut. Aber die Weitung, da muss man nicht einmal machen, sondern das wird immer hin und wieder gemacht. Ja, das ist auch wiederum da, wo man entscheiden muss ich diese enge Stelle operativ beseitigen oder soll ich mich immer weiten lassen? Das ist eine Sache, da muss man wirklich halt individuell für sich entscheiden. Ja, sie schreibt gerade bei Enge zwischen Dünn- und Dickdarm, schreibt sie. Ja, und dann stellt sich die Frage, ist der Mensch schon operiert im Sinne von IUCK-Resektion? Das ist ja terminales Ilium. Das sind die meisten Patienten, die wieder wirklich eine Enge da haben. Und dann nimmt man so ein kurzes Darmstück und dann ist dieses Engproblem auch weg. Ja, okay. Weil das Weiten ist ja, ich weiß nicht, wie ich das ein Beispiel davon. Also Fakt ist, das, was narbig verändert ist, ja, das wird nie wieder so werden wie ein normales Gewebe. Und man kann weiten, es wird wieder eng, das kann man wieder weiten. Und dann muss man die Frage irgendwann mal stellen,
Wie oft soll man das machen und wie oft soll man das machen, bis im Rahmen dessen der Darm perforiert, ja, oder der Darm kaputt geht. Deswegen macht es dann macht es Sinn, dass man das operativ angeht. Und ich sehe hier 20 Zentimeter wurde 2002 entfernt. Das ist auch kein Problem. Da kann man an dieser Stelle, wenn man operativ dran geht, ein sogenanntes Kliktoroplastie machen. Das heißt, man macht den Darm ein bisschen längs auf und näht das quer und damit wird da an dieser Stelle breiter. Man muss nicht immer rausschneiden. Ja. Wir sind am Ende des Chats angelangt. Wenn ihr jetzt noch irgendwas habt, ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Es war diesmal mehr als sonst. Das ist sehr schön. Herzlichen Dank für eure ganze Interaktion hier. Wenn ihr jetzt noch was habt, was ihr gerne beantworten wollt oder beantwortet haben wollt, oder wenn ich jetzt irgendwas hier, ich hoffe, ich habe nichts übersehen, aber wenn ich was übersehen haben sollte, dann schreibt es gerne noch hier rein. Dann gehen wir da auf jeden Fall noch drauf ein. Ja. Du hast das Buch geschrieben, wenn der Pro Hilfe braucht. Du bist der Einzige, für den ich die ganze Zeit Werbung mache. Und zwar mit Recht. Denn ich habe gesagt, als ich das Buch gelesen habe, da habe ich dann noch mit meinem Stoma auf der Couch gelegen? Ich glaube, ja. Es war vor der Rückverlegung, glaube ich. Und ich habe dieses Buch irgendwann auf den Tisch gehauen und habe gesagt, scheiße, das hätte mir 5 Jahre, das hätte mir 5 Jahre gespart. Deswegen mache ich tatsächlich gerade überall Werbung für dieses Buch. Du hast erzählt, ich weiß nicht, ist das immer nur Scherz, dass du das erzählst, oder planst du eine zweite Auflage von dem Buch? Naja, es ist ja tatsächlich so, dass die Medizin ändert sich ja. Ich hab wenig über die Physiotherapie da gesprochen und ich mag mittlerweile die Physiotherapie bei Morbus Crohn nur mit Laser, weil damit ist ein Schließmuskelerhalt garantiert. Und es gibt so viele neue Aspekte, die ich in eine zweite Auflage draufnehmen möchte. Allerdings ist es so, dass die zweite Auflage erst dann kommt, wenn die erste Auflage weg ist. Ja? Deswegen. Hier schreibt ja jemand, er will das Buch haben, sie will das Buch haben. Ja, hier, kriegst du. Auf Amazon. Gerne. Und für die Leute, die das Buch schon gelesen haben, ich würde mich sehr, sehr, sehr auf Rezensionen freuen. Also einfach dahin gehen, wo ihr das Buch gekauft habt und eine Rezension schreiben. Und vielleicht, wenn ihr aufmerksam seid, werdet ihr schon die Rezension von Kaida auch lesen. Ja, stimmt. Ich war, glaube ich, der Erste. Oder eine der Ersten. Nicht der Erste. Genau, eine der Ersten. Ja. Ja, es ist so, dass das sehr einfach geschrieben ist, was ich sehr schön fand. Ich habe das so weggelesen in einer Nacht tatsächlich. Ich wollte anfangen und dann war die Nacht vorbei. Aber es ist wirklich cool, weil es geht wirklich die einzelnen Symptome auch durch. Und was dann der jeweilige Arzt macht, es ist eigentlich im Grunde genommen eine Anleitung, dass man sich vorbereiten kann, mental auch ein bisschen. Was passiert da eigentlich mit mir? Was macht der Arzt mit mir? Was fragt der jetzt und so? Also man kann sich da recht gut vorbereiten. Und es nimmt, finde ich, eine Menge Angst weg. Ich hätte es gerne vorher gehabt. Ich hätte dann auch mehr gewusst. Wir beide plädieren und arbeiten sehr stark daran, dass ihr da draußen als informierte Patienten rumlauft. Und ich habe noch eine ganz große Bitte, wenn ihr dieses Buch jetzt kauft und wenn ihr jetzt hier die ganze Zeit dabei gewesen seid. Es gibt hinterher die Aufzeichnung auf diesem Instagram-Account und es gibt, ich glaube, nächste Woche gibt es dann die Podcast-Folge dazu. Und ich habe eine ganz große Bitte und ihr würdet uns da sehr, sehr helfen, wenn ihr das Ganze teilen würdet. Per WhatsApp, per Facebook, weiß ich nicht, was ihr für Messenger benutzt. Wenn ihr Leute habt, jeder von uns kennt irgendjemand, der sich total ungesund ernährt, die ganze Zeit klagt, dass er Verstopfung hat oder irgendwie, dass er Magenprobleme hat oder sonst irgendwas. Schickt dem das Video von diesem Livestream hier oder schickt dem die Podcast-Folge, weil das ist die Aufklärung, das ist dieses Tor, wo wir alle versuchen, irgendwie durchzugehen, Leute vor der Diagnose zu erwischen, damit sie nicht so einen langen Weg haben müssen, wie all die Leute, die jetzt hier einen langen Weg auch gerade hatten zur Diagnose. Das ist so unser Ziel und da brauchen wir euch aber auch dabei und jeder von euch, der jetzt hier in diesem Chat ist, hat irgendwie eine Diagnose bekommen, hat lange darauf gewartet und lasst uns zusehen, gemeinsam zusehen, dass andere es nicht so lange haben müssen. Ne? Das ist so unser Ziel. Und wir arbeiten immer noch an diesem Blatt, das kommt dann die nächsten Tage. Das könnt ihr euch kostenlos runterladen und dann könnt ihr das ankreuzen und aufschreiben und könnt dann die einzelnen Untersuchungen durchgehen und könnt eurem Arzt immer wieder vorlegen. Hier, guck mal, das habe ich. Und oben drin steht schon Checkliste für CED-Diagnose. Und somit ist das Thema CED automatisch im Raum. So ist das. Sehr schön. Ich habe hier noch 2 Sachen. Wir haben noch 4 Minuten. Warte.
Ich möchte gerne das Buch haben wir gerade gesagt. Genau, da war ich. Das Buch findet man ja überall. Amazon zum Beispiel, ja, da wo man Bücher bestellen kann, das findet man einfach. Jo. Ich werde es mir. Ja, nee, warte mal, hier war gerade irgendwo noch eine Frage. Warte, wo war sie? Nee, da. Das Buch hole ich mir gleich. Nee, genau die Frau hat gerade noch eine. Hier. Kann Analriss von alleine heilen? Ein Arzt meinte, ohne OP wird es wohl nichts. Ja, es gibt ja zwei Methoden, es gibt ja zwei Arten von Analriss, das ist man Analfissur. Ich habe ja letztens auf mein Account einen Beitrag mit dem Laser gezeigt und da war so eine kurze Einführung. Es gibt die akute Fissur, die heilt in der Regel, wenn man eine gewisse Salbenbehandlung dazu nimmt, in der Regel zu 99,99% innerhalb von 6 Wochen. Ja. Erst wenn das nicht heilt, wenn man wirklich halt sagt, 6 Wochen sind vorbei, und dann vielleicht mal 12 Wochen sind vorbei, dann wird es nicht mehr heilen, weil da eine chronische Narbe entstanden ist und diese Narbe muss man behandeln, damit es wieder heilt. Von daher, dieses Statement würde ich so nicht unterschreiben. Die akute Fissur heilt in der Regel ohne Operation. Die chronische Fissur braucht schon mal eine Operation zu heilen. Auch bei diesen Patienten, 50% heilen langfristig auch ohne Operation. Okay. Guck mal, wir haben hier den perfekten Schluss im Chat. Ich habe das Buch eingepackt und nehme es morgen mit zu meiner gastroenterologischen Reha und werde da Werbung bei Patienten und den Ärzten machen. Sehr schön. Ja, das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Ich bin immer wieder sehr erfreut darüber, dass unsere Idee mit der chronischen Sprechstunde so gut ankommt. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass hier so viele Menschen die ganze Zeit drin waren und mit dazugekommen sind, immer obwohl heute den ganzen Tag so viel CED-Content rausgehauen wurden. Das ist schon, ich bin da sehr dankbar und du, glaube ich, auch, ne? Ich bin total dankbar und für die Leute, die mittlerweile mir Fragen gemailt haben, die habe ich fast alle beantwortet und wenn ich das noch nicht beantwortet habe, beantworte ich noch. Also ich ich lasse keine einzige Frage unbeantwortet. Von daher macht es ruhig so, das stört mich nicht. Ich brauche noch ein bisschen Zeit dafür, weil ich wirklich halt, mein Teller ist extrem voll, aber ich lasse euch nicht im Stich. Wer aufruft, der kriegt. Das ist immer, ich stelle mir das bildlich vor. Du sitzt in einem OP, in der einen Hand den Laser, dann diese Brille auf, in der anderen Hand das Handy und du antwortest dann. Okay. Nee. Das muss ich das muss ich löschen. Das Bild gibt's nicht. Sehr gut. Ist vielleicht besser so. Guck mal, hier steht überall, wir danken euch. Ja, wir danken euch. Und ich hoffe, wir konnten so ein bisschen zur Aufklärung beitragen, konnten ein bisschen Informationen raustragen. Und an dieser Stelle herzlichen Dank. Danke für die ganzen Herzen. Danke für alle Kommentare. Und wir sehen uns am Samstag wieder um 13 Uhr. Da reden wir über Fisteln. Das wird richtig interessant. Da reden wir nämlich auch über diese Lasertechnik, von der Peter gerade gesprochen hat. Und ja, in der Zwischenzeit würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns beiden jeweils ein Abo dalassen würdet. Dann kriegt ihr auch immer mit, was wir so machen. Und nach diesem Livestream geht ihr mal bitte zu Peters Instagram-Account. Der hat nämlich heute ein MRT. Das ist, glaube ich, schon etwas länger veröffentlicht, aber da findet ihr ein MRT von einem Morbus Crohn-Befall. Schaut euch das unbedingt mal an. Das ist auch sehr, sehr spannend. Bietet auch nicht jeder. Super. Vielen Dank nochmal für eine hervorragende Moderation, Kai. Danke dir. Du musst mir ein Scheibchen davon geben. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sehen uns Samstag. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ciao. Ihr bleibt schön schubfrei.